Wohin mit dem ganzen Müll? Zum Beispiel auch mit dem Atommüll. Das ist eine der zentralen Fragen unserer Zeit. In Deutschland wird fast alles recycelt. Papier, Kunststoffe, Glas. Aber geht das auch mit Atommüll? Wäre Recyceln wirklich möglich? Schauen wir doch einmal genauer hin. Tatsache ist, die Nutzung der Kernenergie hat 27.000 Kubikmeter hochradioaktiven Abfall allein in Deutschland hinterlassen. Menschen und Umwelt müssen vor der gefährlichen Strahlung geschützt werden. Für Hunderttausende Jahre. Dafür soll der Atommüll tief unter der Erde entgelagert werden. Zum Teil wird behauptet, auch hochradioaktiver Abfall ließe sich recyceln und damit eine Endlagerung fast überflüssig machen. Der Name dieser Theorie: Partitionierung und Transmutationstechnik. Für die Befürworter dieser Idee soll es so funktionieren. Ähnlich wie beim Altglas, das für die Wiederverwertung nach Farben getrennt wird, würde man beim Recycling des Atommülls dessen verschiedene Bestandteile trennen. Langlebige Bestandteile wie zum Beispiel Uran und Plutonium würden abgetrennt und anschließend in kurzlebige Bestandteile umgewandelt werden. Energie ließe sich auch noch erzeugen. Die Logik: was nicht lange strahlt, muss nicht lange gelagert werden. Soweit die Theorie. Ein vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Auftrag gegebenes wissenschaftliches Gutachten der Universität für Bodenkultur in Wien zeigt, die Realität sieht ganz anders aus. Denn 40% der hochradioaktiven Abfälle in Deutschland kommen aus der Wiederaufarbeitung und eignen sich nicht für ein P&D-Verfahren. Von den übrigen 60% aus den Atomkraftwerken könnte nur ein Teil der langlebigen Stoffe in kurzlebige umgewandelt werden. Und vor allem bei der Umwandlung würden selbst wieder langlebige, hochradioaktive Spaltprodukte entstehen. Also neuer Abfall. Am Ende könnte es, so das wissenschaftliche Gutachten, sogar mehr sein. An der Notwendigkeit eines Endlagers und an der Zeit, in der die radioaktiven Abfälle darin verwahrt werden müssten, würde sich im Prinzip nichts ändern. Würde man das Partitionierungs- und Transmutationstechnikkonzept verfolgen, wären die Auswirkungen jedoch gravierend. Denn Jahrzehnte wären für Forschung und Entwicklung notwendig. Allein für den bis heute angefallenen Atommüll müssten eine Reihe neuer Kernreaktoren gebaut werden. Viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte müssten diese laufen. Im Prinzip wäre das Konzept der Partitionierung und Transmutation ein Wiedereinstieg in die Risiken der Kernenergie und keine Lösung für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Das Problem der nuklearen Entsorgung würde weiter in die Zukunft verschoben werden. Das ist das Ergebnis unseres Gutachtens.